Drei Zeichen, dass ihr es genau richtig macht. Weil jetzt habe ich gerade das Video gemacht von wegen drei Zeichen, dass ihr besser aussteigen sollt aus dem Dualseelenzug. Und heute sind wir bei den drei Zeichen, dass du es genau richtig machst und dass du genau so weitermachen sollst. Nämlich sind diese drei Zeichen, wenn du merkst, und ich scheue mich schon von den Kommentaren, dass es dir besser und besser geht, was auch immer deine Dualseelensituation ist, wie auch immer deine Geschichte ist, wie sehr auch immer du gelitten hast oder wie sehr du immer, auch immer geliebt hast, wie verfahren das Ganze jetzt auch wirklich ist, wo er wohnt, wo du wohnst, wie ihr getrennt seid, egal. Es ist so ein Mini-Drama, ne? Sag ich liebevoll, äh, scheint alles gar nicht so zu laufen, wie du denkst, sollte es laufen, scheint alles völlig in die falsche Richtung sich zu entwickeln und du stellst alles in Frage und das geht überhaupt nicht und was soll das Ganze und warum ist mir das nur passiert und ich zitiere Kommentare, die ich kriege, die Dualseelenreise ist das Schrecklichste, was mir je passieren konnte. Tja, da liegt was im Argen, ne? Weil so sollte es definitiv nicht sein. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, dass die Erkenntnis kommt, dass da was ganz Großes verborgen ist, was ganz Spezielles, Schönes, sonderlich Schönes, äh, Bereicherndes, sogar, dass man am Ende, nicht am Ende, aber insgesamt, ne, wenn man all diese positiven Dinge herausstreicht, unter dem Strich sagen kann, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist der Idealfall. Wenn ihr noch nicht da seid, kein Stress, das ist völlig okay. Das gehört dazu, ne? Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, wörtlich. Wahrscheinlich schon, aber ne? Sprichwortmäßig nicht. Jetzt, wie du weißt, dass du es trotzdem ganz richtig machst, auch wenn du vielleicht leidest, auch wenn es schwer ist, auch wenn du zweifelst und äh, haderst, ist, wenn du merkst, dass es dir insgesamt, und ich sage nicht jede Minute und jeden Tag und jeden Monat, aber insgesamt im Durchschnitt immer besser geht. Es geht dir besser und besser, weil du dich mehr und mehr lösen kannst vom Mini-Drama, das auch ein Maxi-Drama sein kann, das auch ein XXL-Drama sein kann, zugegeben. Aber du merkst, ich lasse mich immer weniger reinziehen im Sinne von, es verschlingt dich wie ein Schlund, wie ein schwarzes Loch. Das Leid verschlingt dich und du kommst da nicht raus und du bist einfach nur, du weißt nicht, was oben unten ist, was vorne oben hinten ist und so. Und du bist einfach nur depressed, ne? Das gehört am Anfang dazu und auch dann gibt es Lichtmomente, auch dann gibt es Lichtblicke, auch dann gibt es schöne Momente. Es gibt Momente der Freude, der Lebensfreude, das geht ein bisschen besser und dann geht es wieder schlecht und es geht noch ein bisschen besser und es geht wieder schlecht und so weiter. Jetzt, wenn du insgesamt merkst, und ich sage immer, ne, das sage ich auch im Coaching immer, vergleicht eure heutige Situation mit vor 6 Monaten. Vergleicht, und mit Situation meine ich nicht, ja, er ist immer noch nicht da. Na super, er ist immer noch nicht da. Wozu mache ich das Ganze? Was soll das überhaupt heilen? Das ist doch nur ein Schönreden von, ich werde für immer getrennt von ihm sein und es wird nie was draus werden und ich kann mir gleich die Kugel geben. Na, so ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ziemlich auf den Punkt, glaube ich. Es soll dir einfach immer besser gehen. Und du sollst, mit soll meine ich, dann machst du es richtig, ne? Die guten Momente werden länger. Die, die Freude wird größer. Der innere Frieden wird echter. Es heißt nicht, dass er 24 Stunden am Tag präsent ist, weil ist er eigentlich, aber dass du ihn spürst. Weil wir sind Menschen, ne? Da kommen Dinge, gehen Dinge, passieren Dinge. Das ist normal, dass es ein Wechselbad der Gefühle ist, das ist das Menschsein. Natürlich ist es Ziel, dass man das immer mehr ausgleicht, im Sinne von, dass man nicht mehr diese Taucher hat, weil die dann natürlich gar nicht nötig sind. Und das ist möglich. Mhm. Es ist möglich, diese Taucher nicht mehr zu haben. Wenn du aber noch voll im Schmerz bist, im Trennungsschmerz oder im Herzschmerz, dann gehört es einfach dazu. Aber wenn du insgesamt merkst, dass du vielleicht auch berufliche Erfolge, dass du gesundheitlich geht's dir besser, dass du mehr Zuversicht hast, neue Freunde triffst, neue Hobbys findest, egal. All das sind Zutaten deines erfüllten Lebens und dass du zu dir findest und merkst, dass du das Außen
das, was du glaubst zu brauchen, nämlich ihn oder sie, immer mehr loslassen kannst im Sinne von, oh wow, ich merke ja, dass ich es gar nicht brauche, ihn oder sie gar nicht brauche, um jetzt diesen, ich sage jetzt irgendwas, Grillabend mit meinen Freunden zu genießen. Oder ich kann jetzt hier diesen Kaffee mit meiner Freundin genießen und es fehlt nichts. Es ist alles gut, es ist alles schön, wie es ist. Also wenn du mehr und mehr solche Momente hast und mehr nicht mehr leidest, dann kannst du stolz auf dich sein, weil dann machst du alles richtig. Punkt Nummer 2, habe ich schon gesagt. Ich habe zwei Punkte vermischt. Punkt Nummer 2 habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn du immer weniger leidest. Du leidest zwar noch, aber immer weniger, aber das habe ich ja schon gesagt. Verzeiht mir. Zwei Punkte in einem. Sonderrabatt. Zwei in einem. Dann gehe ich doch gleich zu Punkt Nummer 3 über, weil es ist ja so im Fluss alles, ne? Wir müssen es ja nicht so stier aufteilen. Stier ist ein schweizerdeutsches Adjektiv, das heißt kleinkariert, seriös, zu starr. Und wir sind ja nicht starr, wir sind ja im Fluss der Dinge. Punkt Nummer 3, du machst alles richtig, wenn du immer mehr und immer tiefer, also in tieferen Schichten verstehst, worum es wirklich geht. Und das ist so leicht dahergesagt, ach so, es geht um mich. Yvonne hat gesagt, es geht um mich, okay, es geht um mich. Ich habe es verstanden. Aber das ist, man kann etwas im Kopf verstehen und trotzdem checkt man es nicht, weil es nicht wirklich ankommt im Herzen. Und es kann im Herzen ankommen und trotzdem kann man noch tiefer gehen und die Sache 6 Monate später noch viel tiefer verstehen. Es ist ein neues Klick, das kommt, das so von wegen, ach so, es geht wirklich um mich. Ach so, XY spiegelt er mir ja auch nur. Das ist ja nur etwas, das ich in mir finden darf. Ach so, ich dachte, sie sei die, was weiß ich, die schönste von allen. Und jetzt habe ich meine eigene innere Schönheit entdeckt oder auch äußere. Ach so, darum geht's. Und das ist ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Tiefe, als wenn ihr einfach nur wisst, okay, es geht um mich. Dualseele ist ein Spiegel, die spiegelt mir Dinge, die muss ich in mir finden und ich muss den Fokus auf mich richten, all dieses langweilige Zeug, auf das ich überhaupt keinen Bock habe, weil ich will ja einfach nur mit ihm oder ihr zusammen sein. Hört mal auf zu labern, all ihr Coaches, weil ihr wisst ja sowieso überhaupt gar nicht Bescheid. Ich will ja nur mit ihm oder ihr sein und ich gehe jetzt zu jeder oder jeden, der mir sagt, okay, morgen bist du zusammen. Und wenn das eben über eine doofe, entschuldige Orakelkarte ist, wo steht, ah, jetzt kommt der Innenschmerz, jetzt hat er es begriffen, jetzt merkt er das, jetzt fühlst du ihn, jetzt kommt der Schmerz bei ihm an. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn ihr, du oder ihr, tiefer versteht, ach so, es geht um mich und das, wie gesagt, immer noch tiefer und auf jeder Ebene, beruflich, persönlich, und so weiter. Und wenn ihr all das entdeckt habt an euch und euch wirklich annehmt und liebt und euch toll findet und das Leben genießt mit euch selber, weil ihr so toll seid oder mit einer anderen Beziehung, mit einer anderen Person an der Seite, warum denn nicht? Weil man kann in vielen verschiedenen Formen heilen. Und gerade in intimen Beziehungen werden Dinge getriggert, die zur Heilung anstehen. Wenn ihr also das mehr und mehr versteht und denkt, okay, jetzt bin ich eigentlich durch, dann geht's weiter. Es geht immer weiter, weil die Selbstfindung und das Bewusstsein erweitern, das kann kein Ende haben im diesigen Leben, weil ihr sonst alle aufgestiegen, erleuchtete, was weiß ich was, wärt. Und ich sage nicht, dass ihr das nicht seid, aber es gibt noch so viel zu entdecken und so viel zu verstehen inklusive wer ihr wirklich seid im Kern, im Sinne von, ihr seid göttlich, ihr seid göttliche Wesen, ihr seid im Kern Liebe. Was bedeutet das? Das sind einfache deutsche Sätze, aber die zu verstehen, kann Jahre dauern. Und wenn ihr es dann versteht nach den Jahren, kann es nochmal Jahre dauern, bis es nochmal tiefer klickt und ihr nochmal tiefer merkt, ach so. Ich bin göttlich. Das heißt, ich erschaffe. Ich erschaffe mit was ich bin, mit meinem Bewusstsein. Ich erschaffe mit meinen Gedanken, mit meinen Worten. Ach so, ich bin mächtig. Weshalb hat mir das keiner gesagt? Weder in der Schule noch an der Uni noch
irgendwo sonst wo? Weshalb steht das nicht in Zeitungen? Weshalb kommt es nicht auf, was weiß ich, ZDF? Gibt es denn noch? Wahrscheinlich. Warum kommt das nicht? Es kommt nicht, weil es dich unglaublich mächtig macht und weil keiner Interesse daran hat, dass du mächtig bist. Wozu denn, bitteschön, soll man dich mächtig machen, damit du merkst, was du alles erschaffen kannst, dass du aussteigen kannst aus dem Bullshit, den wir präsentiert bekommen. Und darum geht's insgesamt auf der Dualseelenreise, dass du erwachst im Sinne von, dass du merkst, wer du bist, wirklich im Kern bist, dass du bist, wer du bist, als spezifische Person, Claudia, die jetzt gerade dieses Video guckt, oder Nicole oder Sven oder wer auch immer jetzt gerade dieses Video guckt, dass du für dich merkst, ach so, ich bin Sven. Ich kenne Sven, ne? Sven, du kennst mich. Aber ich spreche nicht von dir direkt. Ich kenne mehrere Svens, aber einer ist im Coaching. Ich bin Sven, ich sehe so und so aus. Ich habe diesen Körper manifestiert, scheinbar. Sonst hätte ich ihn jetzt nicht. Ich habe mir diesen Körper ausgesucht für dieses Leben. Der sieht so und so aus. Was mag ich an diesem Körper? Was mag ich an diesem Körper nicht? Das, was ich nicht mag, das gilt es aufzulösen. Das gilt es entweder was weiß ich, ne? Wenn man es ändern kann, darf man es ändern. Ziel ist aber, dass ihr euch so annehmt und liebt, wie ihr eben seid. Jetzt habe ich erst vom Körper gesprochen. Es gibt all diese anderen Schichten, die wir ja wissen, das Innere, Charakter, Äußere, Hobbys. Jeder Aspekt eures Lebens sollt ihr angucken und zum Traumaspekt eures Lebens machen, euch in euch verlieben. So mächtig seid ihr, dass ihr im Frieden und in der Liebe mit euch selber seiend ein ganz neues Konzept darstellt im Sinne von Erdbewohner. Folgt ihr mir? Ich habe mich nicht versprochen. Ihr seid nicht einfach Mensch, ihr seid nicht einfach Körper und in was reingepflanzt, so ein bisschen Seele, so ein bisschen Geist, so ein bisschen, ne? Und jetzt funktioniert mal schön, wie alle anderen Schafe. Geht mal in der Herde und springt nicht über den Zaun, schön hier bleiben, nicht zu viel denken, ne? Nichts besitzen, nichts bekapieren, am besten einfach das Glück der dummen Schafe. Es gibt so einen Basler Philosoph, der das geprägt hat. Das die Aussage, ne? Jetzt merkt ihr aber, ach so, ich bin ja gar kein dummes Schaf. Ich bin ja, wow, ich bin ja diese Power-Antenne, die mit dem Göttlichen in direkten Kontakt steht und ich kann mir alles herbeiholen, was ich möchte. Und nein, ich übertreibe nicht. Das gehört mit dazu zur Dualseelenreise. Also darf auch das irgendwann kommen. Und merkt ihr schon, wann ich das letzte Mal Dualseele gesagt habe? Wahrscheinlich vor 10 Minuten, weil es nicht darum geht, weil es nicht um ihr, sie oder ihn geht, weil es um euch geht, sie aber euch dahin bringen, dass ihr checkt auf tieferer Ebene, dass es genau darum geht, dass ihr eure Mächtigkeit, Göttlichkeit in euch entdeckt und annimmt und damit lebt. Das ist wie wenn ihr checkt, ach so, ich habe einen Lamborghini in der Garage stehen. Wow, das ist ja meiner. Jetzt muss ich aber erst noch lernen, damit umzugehen. Weil wenn ich da so ein bisschen aufs Gas trete, dann geht das Ding ab. Und dann plötzlich nicht mehr so sicher, ne? Also, das ist völlig ungewohnt, dass ihr merkt, ihr seid eine Power-Antenne, eine göttliche, die sich schaffen kann, was sie will, das, was sie will. Und die Berufung lebt und andere positiv bereichern kann mit ihrem und deinem Sein. Und das ist die Aufgabe. Und wenn du dabei bist, auch wenn du erst einen Baby-Step, ne, einen Babyschritt in diese Richtung gemacht hast, wenn du erst so kurz einmal am Tag oder einmal im Monat kurz ahnst, ach so, wow, ich glaube, es geht um viel mehr, als ich überhaupt mir vorstellen kann. Wow, aber hier sind wieder seine Initialen. Was soll denn das, Yvonne? Ja, das soll, dass du eben auf dem Weg bist und dass du eben auf dem Weg dahin bist, zu erkennen, ach so, darum geht's. Und wenn du diese Dinge immer, wie gesagt, auch ansatzweise erst spürst, dann machst du es genau richtig. Und dann kann ich dich nur motivieren und dir Mut zusprechen und sagen, geh weiter. Ich kann dir nicht in Worte fassen, was dich noch erwartet. Ich weiß es ansatzweise, weil ich
allenfalls, nicht hoffentlich, allenfalls ein paar Schritte weiter bin im Prozess der Selbstfindung als vielleicht ihr. Aber es lässt sich nicht in Worte fassen. Und ich weiß, dass da noch so viele andere Ebenen sind. Des Glücks und inneren Friedens und der Lebensfreude und der Liebe sein und des Eins, wie sagt man, des Einheitsbewusstseins zu merken, wir sind alle eins als Menschen, als Menschheit. Und das ist so beflügelnd. Der Gedanke, natürlich nervt der Nachbar mal. Natürlich nervt es, wenn die Freundin eine Minute vor Verabredung absagt und was sollten die? Die denkt, ich bin nicht wichtig. Ach so, das ist ein Spiegel. Ich denke, ich nicht, bin nicht wichtig. Okay, danke Freundin für den Hinweis. Ich mache mich gleich dran. Natürlich nerven unsere Mitmenschen mal. Natürlich, sie sind ja Spiegel. Natürlich nervt die Dualseele mal, wenn sie die Liebe ablehnt, die ihr so gerne haben wollt, die ihr aber euch selber noch nicht gebt. Natürlich nervt das. Und trotzdem ist alles eins, sind wir alles eins. Aber ich glaube, das ist Thema für ein neues Video. Ich glaube, für heute habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Ziel ist, euch Mut zu machen, euch den Sinn darzulegen, immer aus meinem aktuellen Bewusstseinszustand heraus, um was es hier eigentlich geht, um was es auf der Dualseelenreise geht. Ich verstehe eure Verzweiflung, euer Leid, euer Schmerz. Ich kenne es und ich verstehe es. Oder ich habe es erlebt. Ich weiß, es ist nicht nett, aber ich kann euch nur ermutigen, tapfer weiterzumachen. Es gibt keinen Grund, nicht weiterzumachen. Es kann nur immer und immer besser werden, wenn ihr es richtig macht. Und das macht ihr ja mit diesen 3 Punkten. Es hat mich gefreut. Danke für die Aufmerksamkeit. Gerne arbeite ich mit euch, wenn ihr Lust darauf verspürt. Und ich sage bis bald. Tschüss.